Hallo meine Lieben, ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat mich heute ein bisschen Überwindung gekostet, dieses Video zu machen. Das liegt weniger am Video selber, sondern ist mehr dem Umstand geschuldet, dass ich dazu raus in die Kälte musste und in den Schnee, um hierher zu kommen. Aber jetzt bin ich da und es kann losgehen. Ich hatte für heute eigentlich vorgesehen, euch endlich zu zeigen, wie ihr selber Stempel lasern könnt. Aber da warte ich noch auf was ich euch unbedingt auch zeigen wollte. Das ist noch nicht angekommen, aber ich denke mal, das kommt nächste Woche. Somit kann ich euch dann nächstes Wochenende eben das zeigen, wie ihr mit dem M1 Laser von Xtool, wie ihr damit auch Stempeln lasern könnt. Heute machen wir was ganz anderes und ich dachte mir, zu diesem Wetter passt eigentlich, wenn man sich so ein Kuschelkissen macht. Und da dachte ich mir, ich will eins in Sternform machen und das auch ein bisschen verzieren. Wie ich das mache, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, damit das heute ein bisschen schneller geht. Und zwar habe ich mir es einfach gemacht, also ich mache ein kleines Kissen. Da passt ihr die Größe einfach so an, wie ihr das gerne hättet. Ich habe es aus dem Grund so gemacht, weil dann konnte ich ganz einfach die Flieseline, die ich auf eine Seite aufbringe, kurz mit dem Maker schneiden, mit dem Rollmesser natürlich. Ging ganz einfach und dann habe ich das ganz einfach als Vorlage genommen, um das vom Vlies auszuschneiden. Das habe ich mit dem Rollschneider gemacht und dann die Ecken noch mit der Stoffschere. Und so habe ich jetzt 2 Lagen von einem Stern. Wunderbar schnell gemacht. Ist natürlich schwieriger, wenn ihr dann was Größeres habt. Dann könntet ihr euch auch überlegen, auf dem Cricut Design Space oder mit welchem Plotter ihr das auch immer macht, dass ihr wie das Design halbiert, also den Stern halbiert und dann nur eine Seite ausschneidet und das halt einfach zweimal. Dann könnt ihr größer gehen, wenn ihr die lange Matte habt, ne? Also das macht ihr einfach so in der Größe, wie ihr das gerne hättet. Da braucht ihr auch gar keinen Plotter dazu, weil ihr könnt auch eine Sternform zeichnen und die so ausschneiden, wie auch immer ihr gerne arbeiten möchtet. Vom Verzieren her habe ich mir was aus einer Folie, aus einer Aufbügelfolie schon ausgeplottet. Das Motiv habe ich aus dem Cricut Design Space. Das ist eins, seht ihr nachher gleich, wo ich dachte, das passt wunderbar zu diesem Stern. Und von der Folie her habe ich, das ist eine meiner Lieblingsfolien, dieses Rose Gold, weil die glitzert dann auch, ohne dass es eine Glitzerfolie ist. Es ist eine Easy Weed, ne, dieses Rose Gold. Finde ich eine super Folie. Ihr könntet euch auch überlegen, weil ich habe hier ein 100% Polyestervlies. Und ihr könntet euch da auch überlegen, drauf zu sublimieren. Was ihr dabei immer beachten müsst, ist Folgendes. Der Vlies, der bleibt ja dann nicht wie bei den anderen Stoffen schön flach, sondern diese Härchen stellen sich dann auch wieder auf. Und wenn ihr da zu klein geht, sobald ihr da die Härchen in eine andere Richtung macht, dann verschwimmt es. Das heißt, ich würde da eher wirklich mit größeren Designs gehen, wo es dann keine Rolle spielt, wenn sich am Rand einzelne Härchen in eine andere Richtung biegen. Ne? Das müsst ihr einfach beachten, aber per se könnt ihr, wenn es 100% Polyester ist, auch den Vlies sublimieren. Da der natürlich die Hitze nicht so super gerne hat, mit der wir sublimieren, weil wir gehen da mit 190 bis 200 Grad drauf, würde ich da auf jeden Fall ein Backtrennpapier drüber legen, damit ihr da den Vlies auch so ein bisschen schonen könnt. Aber es funktioniert. Und ist natürlich dann auch waschbeständig. Ich, wie gesagt, mache das mit Folie heute und die muss ich noch kurz entgittern.
Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories. Ihr seht hier auch schon, wie cool diese Folie sein wird. Und das Motiv finde ich halt der Hammer. Ich hole dir die Zimtsterne vom Himmel. Finde ich extrem cool. So, das lege ich noch beiseite, weil wir müssen ja zuerst das Kissen machen. Das heißt, als allererstes werde ich hier kurz die Flieseline auf eine Seite aufbringen. Ich dachte mir, ich will es ein bisschen verstärken, aber nicht auf beiden Seiten. Das muss nicht super verstärkt sein, aber so ein bisschen. Und das hilft jeweils auch, dass ihr dann gleich entlang von der Flieseline nähen könnt, wenn die drauf ist. Finde ich auch immer super bequem. Und deshalb bringe ich die hier kurz auf den Stern auf. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir die auch schon zusammenstecken. Dass es eine relativ einfache Form ist, werde ich da gar nicht so viel Nadeln verwenden. Und hier gucken sich natürlich jetzt die Seiten, also rechts auf rechts, liegt aufeinander. Ne? Pictures of us floating back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to. Und was wir auch noch brauchen, ist eine Wendeöffnung. Und da guckt ihr euch an, ich würde es eher im unteren Teil machen. Irgendwo, na hier ist die Spitze oben für mich jetzt. Und ich die hier unten. Ich würde sagen 5 cm. Sollten reichen. So. Und jetzt kann ich an die Nähmaschine gehen und ganz einfach entlang der Flieseline, das ist so berechnet, dass es 1 cm Nahtzugabe ist. Das heißt, der ganze Stern ist ringsherum 1 cm größer. Das habe ich euch gar nicht gesagt beim Zuschneiden, ne? Geht gar nicht. Das heißt, ich habe die Flieseline ausgeschnitten, die auf den Stoff gelegt und dann hier einfach die 1 cm Linie verwendet, die so angelegt, damit ich hier das Ganze ringsherum bei 1 cm Nahtzugabe geschnitten habe. So, jetzt haben wir auch das nachgeholt und eben jetzt näht ihr das einfach ringsherum. Ich fange hier bei der Wendeöffnung an, verriegle da und dann nähe ich hier ganz einfach entlang der Flieseline alles ringsherum, bis ich wieder bei der Wendeöffnung bin und da verriegle ich auch wieder. Und genau das machen wir jetzt. Today, remember when we stole your mother's car? We drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when, way back when. So, das ging auch super einfach. Na, man muss quasi eigentlich nur geradeaus nähen können. Was ich jeweils mache, ist hier die Ecken so ein bisschen zurückzuschneiden, damit es innen drin dann nicht so eine Erhöhung gibt. So, hier haben wir noch ein bisschen unschön geschnitten. Nicht, dass das eine Rolle spielt, aber naja. Gut, jetzt kann man das Ganze durch die Wendeöffnung wenden und da hilft es, wenn ihr so ein Essstäbchen habt, damit ihr die Ecken schön ausarbeiten könnt. Remember when my father taught us how to play guitar, and we started up a band in my garage. We thought our dreams
dann haben wir hier auch schon unseren kleinen Stern. Und den werde ich jetzt natürlich noch stopfen. Aber bevor ich das mache, werde ich zuerst den Aufdruck oder die Aufbiegelfolie draufbringen, weil es geht ein bisschen einfacher jetzt, als das nachher zu machen. Gucke ich mal so, wo ich den hinhaben will. Natürlich zuerst kurz Fussel entfernen. Bei der Folie sind es 155 Grad für 15 Sekunden. So werde ich die pressen. Und jetzt kann ich schon mal das hier drauflegen, so wie ich das dann gerne haben möchte. Ich würde sagen, so passt das wunderbar. Und um hier das Vlies ein bisschen zu schützen, werde ich da auch ein Backtrennpapier drauf packen. Und so können wir das pressen. Wenn ihr nur die Mini Heat Press habt, dann könnt ihr das natürlich trotzdem auch aufbringen. Dann geht ihr halt einfach Stück für Stück, bis ihr das ganze Design abgedeckt habt. Das war's auch schon. Die ist eine warm oder kalt abziehen. Ich teste jetzt mal, ob die runterkommt überall. Sie kommt runter, ist aber noch so ein bisschen lose. Von dem her werde ich das nochmal pressen, aber wenn ihr natürlich ein zweites Mal presst, dann zwingend mit dem Backtrennpapier drüber, ne? Ich würde sagen, das passt so. Und dann können wir das Kissen auch schon durch die Wendeöffnung stopfen. I remember thinking if I only could stop the time right now, way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all I needed was my friend. Way back when we were higher than the ceiling. Ich fange da jeweils in den Ecken an, stopfe die so ein bisschen aus und dann gehe ich in die Mitte. Man kann es nachher immer noch so ein bisschen verteilen. Hier gucke ich, dass ich noch nicht allzu viel drin habe, weil ich habe ja noch eine Wendeöffnung, die ich schließen muss. Das heißt, ich drücke hier die Stopfwolle ein bisschen in die Richtung, damit ich das dann hier gut schließen kann. Weil diese Wendeöffnung hier werden wir jetzt noch mit einer Leiternaht schließen oder einer Zaubernaht, damit man die dann nicht sieht. Wenn ihr da keine Lust auf eine Leiternaht habt, dann könntet ihr auch das ein bisschen weniger stopfen und dann entlang der Kante einfach nochmal abnähen und damit auch gleich die Wendeöffnung schließen. Aber ich finde, das ist jetzt gar nicht so eine große Strecke. Das kann man gut mit einer Leiternaht kurz verschließen. Das heißt, ich habe hier einen Knoten dran gemacht und bin innen drin hoch auf die Kante. Und jetzt gehe ich einfach jeweils auf die andere Seite, ein kleines bisschen nach vorne, dann wieder auf derselben Höhe auf die Kante, wieder ein kleines Stückchen nach vorne und so macht ihr das jetzt einfach, bis ihr
am Ende der Wendeöffnung angelangt seid. Je kleiner ihr die Stiche macht, desto weniger habt ihr nachher ein Wellental. Middle fingers to the sky. Way back when, way back. Ich gehe dann jeweils ein kleines bisschen weiter als da, wo die Wendeöffnung gestartet hat. Dann gehe ich hier nochmal rein und wieder raus. Gehe durch die Schlaufe durch und so bilde ich quasi einen Knoten. Mache ich noch ein zweites Mal. Upsali. Und dann könnt ihr damit reingehen und an einer anderen Stelle wieder rauskommen. Und so zieht ihr quasi diesen Faden schön rein. Und dann könnt ihr das Ende abschneiden. So einfach ist eine Leiternaht gemacht. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen zurecht stoßen. Und so einfach habt ihr ein Sternenkissen genäht. Bei mir jetzt in Mini-Version quasi. Aber es ging mir ein bisschen einfacher, um euch das zu zeigen. Da könnt ihr eben die Maße nehmen, die ihr wollt, weil so ein Stern ist super einfach ausgeschnitten. Dann zum Nähen eben, ihr müsst gerade ausnähen können an den Eckenwänden. Das Ganze stopfen und verschließen und dann noch eine Folie aufbringen. Oder eben, ihr könnt auch eine Applikation draufbringen. Oder wenn ihr eben was Größeres macht, dann könntet ihr das sogar sublimieren. Ne? Das als Idee heute, damit ihr da ein schönes Kuschelkissen für die kalte Jahreszeit habt. Und das geht natürlich nicht nur in Weiß, sondern in allen möglichen Farben, die es da gibt. Ne? Das war es dann aber auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass ihr da Lust habt, das selber auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Right now